Gruß hier, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr habt es hier oben schon in der Videobeschreibung gesehen. Heute packe ich mit euch zusammen die Crytek Kriss Vector Gas Blowback aus. Vorgestellt auf der IWA 2024 für den deutschen Markt. Freue ich mich jetzt mit euch zusammen dieses Paket auszupacken. Ihr seht es aber, Mensch, was hat der Bruce denn hier schon in der Hand? Das ist hier auch eine Kriss Vector GBB, aber aus dem Hause KWA. Diese kam 2012 auf den Markt. Und war gerade mal für ein Jahr käuflich zu erwerben. Dann verschwand sie nämlich wieder vom Markt, denn Kriss hatte KWA die Lizenzen entzogen. Und so kam es, wie es kommen musste, dieses gute Stück hier, ich glaube damals so für 300 und ein paar zerquetschte zu kaufen, ist eine absolute Wertanlage geworden. Es werden Preise gehandelt bis über 2000 € für gut erhaltene, fast neuwertige Modelle mit Verpackung und allem Zubehör. Man kann auch mal Glück haben und auch nur 1000 € zahlen. Jedenfalls diese Preise sind dermaßen hochgegangen. Ich denke mal, das könnte jetzt sich ändern, denn Crytek hat jetzt auch endlich eine Kriss Vector GBB auf den Markt gebracht. Die Elektrogeräte gibt es ja schon eine ganze Weile, aber Gas Blowback hatte immer gefehlt. Ja, und auf der IWA, wie gesagt, hatte ich die Chance, das gute Stück schon mal anzufassen, aber ich durfte es nicht schießen. Und so musste ich warten, ja, bis es dann endlich so weit war, dass das gute Stück jetzt hier bei mir auf dem Tisch landet. An dieser Stelle erstmal einen allerliebsten, super herzlichen Dank an die Firma GSP Airsoft. Und an dieser Stelle muss ich auch gleich nochmal sagen, es ist absolut genial. Mein Kanal ist eigentlich nur aufgrund von GSP Airsoft und Carnsepp entstanden. Und dass GSP Airsoft jetzt nach all den Jahren einen eigenen Shop haben und Airsoft-Waffen vertreiben, ist schon super cool. Und das ist jetzt hier, ja, meine allererste von GSP Airsoft gekaufte Airsoft. Und was sollte es anders sein als eine Kriss Vector GBB? Ja, packen wir das gute Stück mal aus. Ich bin absolut gespannt. Ich werde dann auch gleich mal so einen kleinen Magazintest machen und euch auch nochmal die Unterschiede zeigen von der KWA und hier der Crytek, denn Crytek hat jetzt nicht die Gen 1 nachgebaut als GBB, sondern die Gen 2. Ich glaube, die Gen 1 kam realsmäßig, glaube ich, 2009 auf den Markt. 2015 folgte dann die Gen 2. Und ja, die Gen 3 wurde mittlerweile auch schon vorgestellt vor ein paar Monaten auf der Shoot Show. Und ja, vielleicht kommt die demnächst auch mal als GBB. Aber jetzt erstmal, ja, ist es soweit. Jetzt packen wir das gute Stück aus. Um euch gleich noch was zu sagen, der Karton, den ihr hier seht, ist der Originalkarton von der Crytek Kriss Vector. Den hat GSP einfach mal auf links gedreht, um Verpackungsmaterial zu sparen. Da will ich jetzt mal aufmachen, seht ihr? Sehen wir den Originalkarton. Den können wir nachher dann komplett auseinanderfalten und wieder richtig rum zusammenfalten. Und dann habt ihr wieder einen Originalkarton. Eigentlich eine raffinierte Sache, um ein bisschen Verpackungsmaterial zu sparen. Finde ich absolut gut. Und jetzt würde ich sagen, genug gequatscht. Jetzt packen wir mal zusammen das gute Stück hier aus. Kommt, wie gesagt, in so einem ganz normalen Crytek-Karton. Ja. Dann haben wir hier die Bedienungsanleitung. Die hängt normalerweise hier dran. Ist jetzt natürlich durch die Verpackung, ich drehe mal nochmal um, ja, müsst ihr die hier wieder hier rankleben, damit das passt. Und jetzt ist es so. Dann haben wir erstmal ein 60 Schuss Gasmagazin dabei. Ersatzmagazine kosten so um die 50 €. Gibt auch so Dreierpacks zu kaufen für 150 €. Finde ich, ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann haben wir hier noch eine Picatinny zum Anschrauben. Dann einmal
eine, fest ist es, eine vordere und hintere Visierung zum Anschrauben. Und jetzt das gute Stück, jetzt bin ich absolut gespannt. Da ist er. Da ist er. Die Crytek Chris Vector Gen 2 Gas Blowback. So sieht sie aus. Ich habe von GSP schon einen Hinweis bekommen, nicht, dass ich mich wundere jetzt hier beim Auspackvideo. Bezogen hat GSP diese Chris Vector vom Airsoft Zone Store. Die haben den Umbau für das deutsche Recht vorgenommen. Das heißt, wir haben hier leider kein Full Auto und wir haben hier leider auch keinen Burst. Wir haben hier nur Semi-Oni. Und das wurde anscheinend so bewerkstelligt, dass wir hier den Feuerwahl-Selektor, der sich ja auf beiden Seiten hier befindet, nicht bewegen können. Es wurde also im Inneren blockiert, ganz anders als bei der KWA. Hier kann ich den Feuerwahlhebel in alle Richtungen bewegen, aber habe immer Semi-Oni und Airsoft Zone ist den Weg gegangen, dass sie hier diesen ganzen Feuerwahlselektor blockiert haben. Nur für euch schon mal zum Hinweis, nicht, dass ihr wie die Kaputten daran rumreißt und dadurch vielleicht noch was kaputt macht. Also, dass der sich nicht bewegt, das ist genau so gewollt. So, jetzt würde ich mal sagen, ich werde mal jetzt hier die Visierungen auspacken und mal anbringen. Ich mache mal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder und dann kann ich euch nämlich die Chris Vector im vollen Paket mal zeigen. So, ich habe die Zeit genutzt. Ihr seht, ich habe den Karton gleich auch noch richtig rumgedreht, damit ich euch das auch noch mal zeigen kann. Dann sind wir auch noch mal komplett. Denn ich denke mal, es ist für diejenigen interessant, die das auch mal wirklich sehen möchten, wenn man sich zum ersten Mal eine Crytek Chris Vector kauft. Ja, so sieht der Karton aus im richtig umgekrempelten Zustand. Einziger Unterschied gegenüber den Elektro-Varianten. Wir haben hier den Hinweis, dass wir eine Gas Blowback im Karton haben. So, und jetzt packen wir das gute Stück jetzt endgültig komplett aus, so wie es sein muss. Ich habe in der Zeit die Picatinny angeschraubt und auch nochmal die Visierungen und ich habe mir die Zeit genommen, hier auch nochmal die Anleitung dahin zu kleben, wo sie eigentlich hingehört. Hier auch die Etikettenaufkleber weggemacht, sodass der Karton ja so wieder original aussieht. Ich halte mal rein, damit ihr auch nochmal sehen könnt, wie der Karton bzw. die Chris Vector gebettet ist im Schaumstoff. Und jetzt hole ich es raus. Und dann geht es jetzt auch wirklich richtig los. Ich glaube, ich habe auch noch gar nichts zu dem Preis gesagt. Ne? Ihr könnt die Chris Vector GBB beziehen beim GSP Airsoft Shop für 599 €. Der erste Batch, der war Pre-Order und ist jetzt auch schon komplett ausverkauft. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht, denn auch wenn sich erstmal 599 € richtig teuer anhören, so eine KWA, ja, hatte ich ja gesagt, was da für Preise aufgerufen werden, zwischen 1000 und 2000 €, ist das jetzt hier wirklich ein absoluter Schnapper. Ja, wer ja noch eine Chris Vector haben möchte, kann trotzdem schon wieder auf den Pre-Order-Button drücken. Ich glaube, Ende Oktober hat der Tom gesagt, soll es wieder dann eine Lieferung geben und dann könnt ihr auch in den Besitz kommen von diesem ja absoluten Science-Fiction-Sahnestück in GBB. Ich fahre das so sehr ab. Und für alle, ja, das muss ich jetzt auch noch mal dazwischen hauen, warum habe ich jetzt diese hier auch noch? Ich habe doch die KWA. Ja, es gibt so kleine Unterschiede. Zum einen haben wir jetzt hier gesehen die Generation 1 der Chris Vector und hier die Generation 2. Und wenn man Sammler ist, braucht man einfach beide, ja. Obwohl es auf den ersten Blick identisch aussieht. Ich gehe vielleicht jetzt noch mal kurz drauf ein, vielleicht auch dann im Review, was denn wirklich die Unterschiede sind zwischen Gen 1 und Gen 2. Aber Fokus ist jetzt erstmal auf die neue Crytek Chris Vector in der Generation 2. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr euch das genauer anschauen. Wie gesagt, haben wir hier alle Markings am Start, weil Crytek das Lizenzrecht hat. Und so haben wir hier wirklich eine authentisch nachgebaute Generation 2 in der Hand, die sich auch absolut wertig anfühlt. Also hier auch der Stock sitzt richtig fest, Kunststoff richtig
richtig stabil, wertig. Also ich hatte mir nicht das Gefühl, dass man hier irgendwie was verbiegen oder zerbrechen kann. Überhaupt nicht. Auch die Visierungen, die ich jetzt angeschraubt habe, die sind jetzt hier zwar nur aus Kunststoff, sitzen aber richtig satt und klappen satt auf und sind auch absolut spiel- und wackelfrei. Und genau wie beim Original, das kann ich auch noch mal kurz reinzeigen, wir können die hintere Visierung in der Seite justieren mit dem Drehrädchen. Das funktioniert ja tadellos. Und wir haben hier eine Lochkimme. Wir können sogar das Loch umklappen, dass wir hier eine engere Durchsicht haben, wenn wir auf entfernte Ziele schießen. Genauso wie beim Original. Und auch hier vordere Visierung lässt sich hier durch das Drehrädchen auch noch justieren. Also hier wurde an jedes Detail gedacht und sowas feiere ich total ab. Ja, fangen wir einfach nochmal, fangen wir mal hier an. Gucken wir uns mal den Klappschaft an. Der sieht auf den ersten Blick genauso aus wie bei der Generation 1. Hier gibt es aber einen kleinen Unterschied. Wir haben hier unten so eine Öse für einen Gewehrriemen. Dann ist der Knopf hier flacher. Dann haben wir hier, glaube ich, auch nochmal, ja genau, das V-Zeichen für das Super V-System. Ich zeige euch nochmal die Generation 1 rein. Ja, da haben wir die Gewehrriemenaufnahme hier unten, haben einen breiteren Knopf und hier das Ganze hier ohne diesen V. Jetzt mache ich ja doch schon den Vergleich. Dann machen wir das nochmal. Die Visierung hatte ich euch ja gezeigt. Generation, eine schöne schmale Visierung. Und hier bei der Generation 1 so eine richtig grobe Visierung aus Metall, die sich auch einklappen lässt. Ja. Dann machen wir weiter. Dann haben wir hier einen markanten Unterschied mit dem Sicherungshebel beidseitig. Aber guckt euch mal die Position an. Ja, es ist mir so im unteren Bereich zu klicken. Und wenn ich das jetzt mal mit der Generation 2 mache, ja, seht ihr, der Winkel ganz anders, ist viel, viel besser zu bedienen. Dann guckt euch den Abzug an. Haben wir hier so einen Standardabzug, kann man sagen. Und hier bei der Generation 1 ist er noch so ein bisschen verspielter, größer mit diesem Loch. Ja. Ansonsten, der Teil hier ist absolut identisch. Bis hier vorne hin hat sich eigentlich nichts weiter geändert. Drehen wir hier um, das ist wie gesagt die KWA. Bei der KWA war am Lieferumfang hier noch dieser Frontgriff mit dabei. Und das Gewicht von der KWA ist, glaube ich, 2,7 Kilo. Die Crytek hat 2,5 Kilo ohne Magazin. Und ich denke mal, der Gewichtsunterschied ist jetzt hier auch nur dadurch gegeben, da wir jetzt hier einen Frontgriff mit dabei haben und dass die Visierungen hier vorne aus Metall sind. Ach, ein Unterschied fällt mir noch ein, weil ich jetzt gerade die Generation 1 in der Hand habe. Schaut mal hier im vorderen Bereich, da haben wir hier so eine Abdeckkappe mit dem V drauf. Kann man wegmachen und das ist konzipiert für eine Surefire-Lampe, die man hier in die Kriss Vector stecken kann. Bei der Generation 2 ist das jetzt nicht mehr. Und da sieht das Ganze jetzt so aus. So, jetzt bin ich doch kurz auf die Unterschiede eingegangen. Ich würde mal sagen, ich nehme jetzt mal das Magazin raus und dann machen wir mal den ersten Schusstest mit der Crytek Kriss Vector. Das konnte ich ja leider auf der IWA nicht machen. So, 60 Schuss Fassungsvermögen. Ja, ich bin gespannt, wie das Teil kickt. Wir haben hier kein Full Travel bei der Crytek, sondern einen gekürzten Weg. Ich denke mal, dass das Triggern dadurch deutlich schneller geht. Aber ich bin auch vom Klangbild jetzt mal gespannt. Und natürlich, was ich mir nicht nehmen lasse, ich werde dann gleich noch mal probieren. Ach, ich mache noch ein bisschen mehr rein jetzt, ne? So, ich werde dann gleich noch mal probieren. Na, hakt jetzt hier. Ob das Crytek Magazin in die KWA passt. Aber jetzt stecken wir mal das Crytek Magazin in die Crytek, so wie sich das gehört. So, erster Test mit der Crytek Kriss Vector GBB. Also absolut schneller Trigger. Geht richtig hopp. Jetzt stecke ich mal um. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das passt. Ich habe nämlich noch so ein Gefühl, dass die KWA ein bisschen träger, aber dafür lauter ist.
Mal gucken. Also einrasten tut's in die KWA. Durchladen lässt sich auch. Ja, definitiv ein Unterschied. Jetzt ist das Magazin alle, ich fülle noch mal nach. Die KWA ist träger, was das Schießen angeht, aber auch lauter. Und der Kick ist gefühlt krasser. Das liegt auch daran, dass wir hier bei der KWA den Full Travel haben. Ja, jetzt nochmal wechseln. Jetzt ist Gas alle. Aber ich glaube, ihr habt es selber gehört. Die KWA hat mehr Kick, ist mehr lauter und die Crytek sanfter, was den Recoil angeht. Und ich kann wesentlich schneller triggern. Der Abzugsweg, der Druckpunkt ist wesentlich kürzer als bei der KWA. Also das Ding ist ja wirklich eine Triggermaschine, während die KWA mehr so ein bisschen betagter ist, was das Schießen angeht. So, dann haben wir getestet Crytek Magazin in KWA. Jetzt nehmen wir mal ein KWA Magazin und stecken das mal in die Crytek. Mal nur so ein bisschen. Ups. Ja. Unstrukturiert, wie immer. So. Ich hoffe mal, dass es diese kurzen Magazine dann auch für die Crytek gibt, weil ich feiere die kurzen Magazine total ab. So, habe ich jetzt die richtige? Ja. Jetzt mal gucken, ob das reinpasst. Also rastet ein. Okay. Mal durchladen. Ja. Ne? Ne, funktioniert nicht. Ja, habt ihr gehört beim Abziehen? Es scheint so, als ob der okay. Oh, eiskalt. Seht ihr hier? Es ist keine Bibi rausgegangen. Also hier, ist eiskalt. Passt das KWA-Magazin definitiv nicht in die Crytek. Ich denke mal, so vom Gefühl her geht die nicht den ganzen Weg nach oben, dass hier die Bibis gefeedet werden können und der Verschluss auch nicht ordentlich oder die Firing Pin nicht ordentlich hier auf den Auslassventil drückt. Also hier stimmt was definitiv nicht. Das ist richtig kalt. Das ganze Gas raus, ne? Ja, ganze Gas ist raus, ja. So, ich hau das mal noch, die letzten Kugeln hier nochmal in die KWA. Ja, schade, aber besser so rum. Besser so rum als andersrum. Für alle KWA-Besitzer, ihr könnt euch Crytek Magazine kaufen und wie gesagt, gar nicht mal so teuer. 50 € sind 60 Schuss und ich hoffe, dass da auch noch die kurzen kommen. Was ich mir auch wünschen würde, was ich nicht so mag, wir haben hier die Extension, dass hier die hier weiter zu sehen ist. Das heißt, wenn ich das Magazin reinstecke, kann ich hier zwar sehen, was ich für einen Bibi-Vorrat habe, aber optisch gefällt mir das nicht so. Vielleicht gibt es hier auch nochmal eine andere Extension, die man einfach rüberstecken kann, dass das nicht so ist. Aber das ist so ein bisschen Mosern auf hohem Niveau. Ansonsten bin ich absolut zufrieden. Ich denke mal, war es das schon gewesen mit dem Review? Nein, wir probieren noch mal was aus. Ich hatte euch ja gesagt, ich habe hier noch den Ace-Tech Tor Tracer. Da hatte ich euch ja schon ein Review zu gemacht. Verlinke ich mal hier oben. Der ist eigentlich konzipiert für die AEG, denn damals gab es die GBB ja noch nicht. Problem ist nur, der Tracer hat einen Quick Detach an die Mündungsbremse. Und die Mündungsbremse hier von der GBB von Crytek ist nicht die, die man bei der AEG hat. Das ist hier nur eine Abdeckkappe.
kann ich jetzt hier zwar abschrauben, ja, und kann mit dem 14 mm Negativgewinde hier alles Mögliche ranschrauben, aber leider nicht den Tor. Acetech hat aber dafür extra für die GBB eine Mündungsbremse aus Stahl konzipiert, die man kaufen kann. Habe ich natürlich auch schon alles gekauft, weil ich wusste, die Gen 2 muss in die Sammlung. Ja, probieren wir das gleich mal aus. Wenn ihr das kauft, kriegt ihr hier, wie gesagt, diese Mündungsbremse hier schön dick aus Stahl gefertigt. Und hier auch nochmal so eine Extensions und noch ein O-Ring, damit das alles richtig befestigt wird. Das machen wir jetzt mal. Und dann gucken wir mal, ob der Tracer Batterie hat und dann probieren wir das mal aus. So, dann haben wir hier erstmal so ein Abdeck-Teil, was wir zunächst erstmal aufschrauben. Ja. Das passt schon mal gut. Dann kommt der O-Ring drüber. So. Dann kommt hier nochmal so eine Abdeckung für den O-Ring, damit es nicht so auffällt. Kommt jetzt aber hier so drüber. Und dann können wir jetzt die Mündungsbremse draufschrauben. Ja. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass genau die Führung unten ist. Das muss ich mal kurz auf den Boden legen. So, zeige ich es mal rein. Wir haben nämlich hier unten noch so eine Mahnenschraube, da könnt ihr die Mündungsfeuerbremse richtig befestigen. Ja, und so sieht das Teil jetzt mit der anderen Mündungsfeuerbremse aus. Jetzt probieren wir es mal aus. Jetzt machen wir hier nochmal Gas rein. Und dann haben wir es geschafft, ja. So, jetzt habe ich natürlich keine Tracer. Aber ist ja auch egal. Das muss ich euch auf jeden Fall auch nochmal zeigen. So. Das reicht. So, wie gesagt, Tortracer. Guckt euch unbedingt das Video an. Also ich feiere das Teil auch richtig ab. Da gibt es auch von Acetech so eine Extension, dass man da auch eine längere Version draus machen kann. So, das ist der Tracer. Dann müsst ihr jetzt hier den Deckel abschrauben. Dann kommt ihr hier an den Tracer ran und dann muss ich den einfach nur mal anmachen. Ich bin gespannt, ob da noch was Action drin ist. Na? Jo, funktioniert, er hat Saft, er hat Saft. Also das ist definitiv auch ein Must-Have für die Chris Vector. Egal ob GBB oder AEG, ich finde, das sieht absolut fantastisch aus. So, dann kommt das hier wieder rein. Dann wird das wieder eingeklinkt. So, ja. Und jetzt das Coole, wie gesagt, wir haben hier so ein Quick Detach, jetzt brauchen wir das hier nur rüberstülpen. Und dann rastet der auch ein. Und ihr seht, absolut passgenau. Haben wir jetzt eine, ja, noch mehr Science Fiction, würde ich sagen. Und jetzt ja, tracern wir noch mal eine Runde. Und dann habt ihr es geschafft. Ich mache mal schnell Licht aus, ja? So, Licht ein bisschen gedämmt. Sehr, sehr geil. So, Licht wieder angeschaltet, damit ihr mich und die Chris Vector auch gut sehen könnt. Ja, das war es jetzt von mir gewesen. Bruce BB2K Airsoft Channel mit ja, einem Unboxing und einer Kurzvorstellung von der Crytek Chris Vector Gen 2 als GBB. So, ich nehme mal den Tortracer nochmal ab. Zeige ich euch gleich mal, wie das geht. Da habt ihr hier unten einfach nur so einen Knopf. Draufdrücken und dann könnt ihr den einfach wieder vorne abziehen. Absolut fantastisch. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Vorstellung gefallen. Schreibt mal unten eure Kommentare. Was haltet ihr von der Crytek Chris Vector? Ist das was für euch? Und wenn ihr die KWA habt, wäre es für euch auch noch ein Grund,
noch eine Crytek dazu zu kaufen oder noch krasser, versucht ihr mit der KWA richtig Kohle zu machen und die teuer zu verkaufen, um euch eine Crytek zu kaufen. Schreibt mal alles unten rein. Ja, ich würde sagen, ich beende dieses Video nochmal. Jetzt mache ich mal was, ja. Und dann ist wirklich Schluss. Ich werde jetzt mal mit der Crytek und mit der KWA gleichzeitig schießen. Ein bisschen Akimbo machen. So. Und dann ist das Video dann auch zu Ende. Ich mache die hier auch noch ein bisschen kürzer, ja, dass die schön kompakt ist. Einmal rein durchgeladen. Schutzbrille auf. Einmal durchgeladen. So, und jetzt Crytek und KWA im Doppelprogramm. Das war es von mir gewesen. Bruce BB2K Airsoft Channel. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Mach's gut, bleibt mir immer gesund. Ja, bis zum nächsten Video. So, und jetzt geht's los. Meine Frau wird sich freuen.